Hey Freunde, es ist wieder Philipp von appenschnellen.de und heute soll es mal um ein Thema gehen, zu dem ich so viele Nachrichten in letzter Zeit bekomme, dass ich einfach hier mal aufklären möchte. Denn über dieses Thema werden so viele schwachsinnige Sachen verbreitet, dass es wirklich Zeit ist, aufzuklären. Also, wenn ihr jemanden kennt, den das auch interessieren könnte, dieses ganze LUFS-Thema beim Mastering, warum klingt ein Song trotzdem nicht laut, auch wenn du den auf 14 LUFS masterst, das wirst du erfahren und warum das kompletter Bullshit ist, auf minus 14 LUFS zu mastern, um dann auch bei Spotify und Co. relativ laut zu sein, wirst du in diesem Video erfahren. Also, teile das Video, wie gesagt, wenn du noch andere Leute kennst, die auch irgendwie dieses Problem haben, denn das muss endlich aufhören. Deswegen möchte ich euch heute ein paar Beweise liefern, dass ihr niemals und wirklich niemals auf minus 14 LUFS mastern solltet, wenn ihr laut sein wollt, auch auf Spotify. Bevor ich euch erkläre, worum es da geht und wie man das macht und ja, worauf es ankommt, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr es schleunigst nachholen, denn dort gibt es immer mal irgendwie Quick-Tipps oder Zusammenfassung von dem Video, also in einer Schnellfassung. Und wenn ihr dort irgendwie Equipment-Fragen habt oder sonstige Sachen und vielleicht auch LUFS-Fragen, ja, denn da bekomme ich relativ viele davon, könnt ihr mir dort gerne auch eine private Nachricht schicken. Aber erst folgen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich minus 14 LUFS bei Spotify und Co. Zunächst einmal muss man sagen, es war mir tatsächlich auch noch nicht bewusst bis zu diesem Punkt, nachdem ich jetzt die Songs hier mal ein bisschen gemessen habe und einfach mal geguckt habe, wie viel LUFS sind es denn überhaupt. Wie gesagt, mir war eigentlich klar, es sind 14, das ist auch richtig, beziehungsweise war richtig, denn jetzt aktuell scheint es so sein, dass Spotify auf minus 15 LUFS geht. Aber auch das hat keinen Einfluss darauf, auf was ihr achten solltet, ja? Denn ihr müsst eine Sache verstehen. Spotify und Co., ja, also YouTube, Tidal, wie sie alle heißen, die haben alle andere LUFS-Zahlen, auf die sie runterschränken. In der Regel ist es im höchsten Fall aktuell minus 11 LUFS. Ja? Das bedeutet, wenn ihr einen Song fertig macht, egal was für ein Song, und ihr wollt den hochladen und wollt auf all diesen Streaming-Portalen erscheinen, dann solltet ihr euch immer im Kopf bewusst machen, dass wenn ihr nur eine Masterspur sozusagen rausschickt, was in der Regel der Fall ist, solltet ihr schon mal auf mindestens minus 11 LUFS gehen. Warum ihr aber trotzdem nicht laut genug sein werdet, dazu kommen wir gleich, also bleibt auf jeden Fall dran. Aber wie gesagt, ich möchte es einmal komplett erklären, damit es auch wirklich jeder versteht und nicht weiter irgendwelche komischen Sachen verbreitet werden mit irgendwelchem Halbwissen. Ja? Deswegen, also, was ihr wissen müsst, ist, dass es einen Crest-Faktor gibt. Den müsst ihr einmal kennen. Ja? Was ist der Crest-Faktor? Das ist der Faktor oder das ist die Differenz zwischen dem Peak, also dem lautesten Punkt im Song, und der durchschnittlichen Lautheit. Die wird oft gemessen oder die wird in RMS gemessen. Könnt ihr auch in eurem Metering-Plugin ja, lesen. Ich spiele euch mal kurz einen Song an, den ich hier mitgebracht habe. Ich habe jetzt hier zwei Songs von Capital Bra, einmal zur Erklärung, einmal in der Originallautheit, wie er hochgeladen wurde, und einmal jeweils in der Standard-Spotify-Variante, also auf minus 14 LUFS hatte ich hier noch stehen, wie gesagt, es sind minus 15 und diese LUFS beziehen sich halt wirklich auf den kompletten Song. Das ist nicht nur ein kleiner Abschnitt, das bedeutet von Anfang bis Ende gemessen ist dieser Song dann sozusagen hier in dem Fall das Original minus 12,4 LUFS und hier minus 14 LUFS. Und hier haben wir nämlich, wie gesagt, möchte ich mal ganz kurz anspielen und euch zeigen, dass ihr den Crest-Faktor seht. Also hier habt ihr den Peak und hier habt ihr RMS und da könnt ihr mal gucken, was die Differenz davon ist. Ich brauch kein Ghostwriter, aber kommt Erfolg, dann kommen Neider, aber kommt einer, mach. Also wenn man das hier sieht, Peak haben wir 0,7 an dieser Stelle jetzt speziell. Das wird irgendwann im Song noch ein Tick lauter. Da sind wir, glaube ich, bei 9. Also wäre der Crest-Faktor bei 9.
Und hier haben wir ein von 10. Ja? Das bedeutet, das ist die Dynamic Range zwischen dem lautesten Punkt und der durchschnittlichen Lautheit. So, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann hier schon mal vorwegnehmen, dieser Song von Capital Bra, Berlin lebt immer noch, ist nicht laut. Ja? Der ist auch wahrscheinlich auch nicht richtig gemastert. Deswegen ist es ein ganz gutes Beispiel. Wir hören uns jetzt mal einen Song an von dem neuen Album und sage ich jetzt schon mal, der wird deutlich lauter sein. Achtet dann auch noch mal hier auf den Peak und RMS, ja, also den sogenannten Crest-Faktor. Oder Autogramm, doch es fühlt sich an, als wäre ich in meinen Traum gefangen. Und vielleicht steige ich in den Benzer und verein. Und ihr habt ja schon 0 zu 5,2. Das bedeutet, der Crest-Faktor ist doppelt so hoch, ja, also bei dem leiseren Song doppelt so hoch. Und ihr merkt hier, das ist deutlich lauter. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass bei dem Song die LOFS-Zahl, ja, bei dem Einsam an der Spitze, bei minus 8 LOFS liegt und hier oben bei minus 12,4 LOFS. Also da haben wir einen LOFS-Unterschied von 4,4. Ja? Das ist natürlich hier schon mal logisch, warum dieser Song jetzt lauter ist. Nur jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich euch mal die normalisierte Variante von Spotify vorstelle. Und ihr werdet eins feststellen, der hier lautere Song mit dem geringeren Crest-Faktor wird auch hier lauter sein. Spielen wir das einmal an. Berlin lebt immer noch, also der leisere Song, in der normalisierten Spotify-Variante. Fullzimmer, Full Viber, Mercedes Oldtimer, schreib die Texte selber, ich brauch kein Ghostwriter. Ja. Und Einsam an der Spitze, der lautere Song, Ich halt nicht an, aber ich halt mein Wort. Fick den ist deutlich lauter. Ja? Und die sind jetzt beide auf minus 15 LOFS in dem Fall. Auf minus 15 LOFS, die sind beide gleich laut, normalisiert. Dennoch ist dieser Song einfach lauter. Und das liegt ganz allein an dem Crest-Faktor. Denn dieser Crest-Faktor bleibt gleich. Auch wenn der Song normalisiert wird oder ungefähr gleich. Da wird sich nicht viel ändern. Ja? Und wodurch kommt das? Das kommt einzig und allein durch Komprimierung. Oder in dem Sinne auch ein Limiter. Und hier oben, was man hier halt auch sieht, ist, dass dieser leisere Song, ja, ich schiebe die mal jetzt hier, genau, die Originalversion schiebe ich mal untereinander. Ihr seht, dass hier diese Pegelspitzen, die durch die Drums vermutlich ausgelöst werden, viel dynamischer sind zu dem Rest, als hier unten, wo hier eigentlich alles schon eine Presswurst ist, wenn man so will, ja. Also der Rest ist hier deutlich lauter nach oben geschoben, also da ist ein richtig harter Limiter dran und man muss sagen, das Album ist allgemein sehr, sehr laut, auch deutlich lauter als die meisten Hip-Hop-Alben aktuell und das ist hier ein Riesenunterschied und das liegt einfach daran, dass dieser Song deutlich härter ans Limit gefahren wird. Und hier seht ihr auch, im Profibereich mastert man nicht auf minus 14 LOFS oder sowas. Denn dann bist du leiser als der Rest, auch wenn am Ende alles normalisiert wird. Also das ist ein riesen Punkt. Deswegen macht eure Songs, wenn ihr mit den anderen mithalten wollt, macht die Songs lauter. Geht nicht auf minus 14 LOFS. Und ich würde euch auch nicht raten, auf minus 11 zu gehen. Wenn ihr da nochmal jetzt spezielles Video haben wollt, welche LOFS-Zahlen sich anbieten, ja, dann kann ich das nochmal machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich das gerne nochmal im Detail machen. Hier seht ihr, der Capital Bra Song ist auf minus 8 LOFS. Aber das ist natürlich auch brutal laut. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer man möchte wirklich diesen knallharten Sound, also genretechnisch nicht empfehlen. Ich würde einen Tick leiser sein jetzt bei Hip-Hop. Man kann es machen. Wie gesagt, hier ist es so gemacht. Ist gar kein Vorwurf jetzt. Aber es ist relativ untypisch, dass die so laut gegen die Wand gefahren werden. Wobei auch hier die minus 12,4 ist auch untypisch. Ja? Also das macht jetzt auch eigentlich keiner freiwillig. Es gibt allerdings auch noch weitere Hacks und Tipps, wie man, oder einen speziellen, mit dem man diesen ganzen LOFS
Algorithmus oder nicht Algorithmus, aber die ganzen LOFS sozusagen hintergehen kann. Falls ich dazu noch mal ein Video machen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn dort könnt ihr dann bei geringer LOFS-Zahl relativ laut sein und das liegt an einer bestimmten Sache, die ihr zum Beispiel auch häufig bei Drake mitbekommen könnt. Wie gesagt, wenn ihr das wissen wollt, mache ich dazu auch noch mal gern ein Video. Aber ich hoffe, das hat euch jetzt schon mal geholfen und schafft dieses komische Gerücht aus der Welt, dass ihr eure Songs auf minus 14 LOFS mastern sollt. Denn das, wie gesagt, ist kompletter Quatsch. Es kann Sinn machen für bestimmte Genres, vielleicht für Klassik, ja. Aber wenn ihr im Pop, Rap, EDM-Bereich mithalten wollt, mit den anderen kommerziellen Produktionen, dann werdet ihr nicht drum herum kommen, viel lauter zu mastern. Wie gesagt, das sind Dinge, die du halt mit dem Limiter, mit dem Kompressor, natürlich auch schon im Mix, gehst du da schon anders ran, um so eine Sache laut, um so einen Song laut zu bekommen. Aber gerade im Mastering wird hier noch sehr, sehr viel rausgeholt. Und das ist extrem wichtig für dieses Genre, um einen bestimmten Sound einfach zu erreichen. Also achtet da auch so ein bisschen auf den Kress-Faktor. Wie gesagt, hier, das sind wirklich zwei Extrembeispiele. Fand ich ganz interessant, weil sie beide von einem Künstler sind und auch aus demselben Jahr. Deswegen habe ich die jetzt an dieser Stelle mal hier gewählt. Ich werde die auch unten verlinken. Ich hoffe an dieser Stelle, dass ich die Songs nicht also ganz kurz machen musste, dass ihr die hören könnt, aber ich verlinke die unten, dann könnt ihr euch das in Ruhe anhören. Achso, und eine wichtige Sache ist noch, wie ihr das selbst nachvollziehen könnt mit der Standard- oder Originallautstärke und mit der Spotify-Lautstärke. Das möchte ich euch einmal noch zeigen. Geht hier einfach in die Einstellung von Spotify. Und hier könnt ihr die Standardlautstärke festlegen, gleiche Lautstärke für alle Songs festlegen. Wie ihr gerade gemerkt habt, ist das nicht wirklich der Fall. Aber dann, wenn der Button hier auf grün ist sozusagen, dann sind alle auf einer Lautheit, zumindest LOFS. Ja? Wenn der Button aus ist, dann kriegt ihr die Originaldatei sozusagen, wie sie hochgeladen wurde. Also ohne diese minus 14 oder in dem Fall jetzt aktuell minus 15 LOFS. Also da könnt ihr dann einfach mal rumspielen und gucken, wie das Verhältnis ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das hilft euch weiter bei euren eigenen Masterings und ihr seid jetzt nicht mehr so verwundert, dass wenn ihr auf eine bestimmte LOFS-Zahl mastert, wie es vielleicht in vielen oder von vielen Leuten, die anscheinend keine Ahnung davon haben, empfohlen wird, mastert, dass ihr dann trotzdem oder dass ihr jetzt wisst, wie ihr trotzdem lauter sein könnt und dass das halt absoluter Quatsch ist, auf diese LOFS-Zahl Rücksicht zu nehmen. Denn es macht wirklich keiner. Die Leute heutzutage oder auch von Labels wird in der Regel eine Datei angefordert und das ist die man auf eine CD presst. Da gibt es keine spezielle Streaming-Version. Kann mal angefordert werden, ist aber nicht die Regel. Und das hat einfach den Grund, warum diese Sachen dann trotzdem so unterschiedlich laut noch sind in den Playlists und so weiter. Und wie gesagt, ich hoffe, das hilft euch weiter. Falls ja, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr das Video teilt mit Leuten, die das auch interessieren könnte. Und auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Ja. Und wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann solltet ihr das auch schleunigst nachholen, denn so werdet ihr wirklich nochmal schnell und kompakt über viele Sachen informiert und ich habe da noch einige andere, ja, teilweise witzige Sachen oder sonstige, die zum Thema Tontechnik, Musikproduktion, Mastering, Mixing, wie auch immer dazugehören. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das ist Philipp von upmissionlamp.de. Ciao.